Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das hier ist ein super duper unvorbereitetes Video. Ich habe beschlossen, dieses Video zu drehen vor 2 Minuten, als ich im Badezimmer stand und mir den Lippenstift aufgetragen habe. Eigentlich wollte ich nur ein Intro filmen für das Food Diary, aber irgendwie hatte ich so sehr den Drang, endlich für mich selbst einzustehen, um mit euch über dieses Thema zu sprechen, über das ich vorher noch nie gesprochen habe. Und das liegt daran, dass dieses Thema in Deutschland einen eher schlechten Ruf hat. Und jedes Mal, wenn ich in der Vergangenheit dieses Thema so ein bisschen angeschnitten habe, dann waren die Klickzahlen immer äußerst schlecht. Und ich bin natürlich irgendwo auch so ein kleines bisschen darauf angewiesen, dass meine Videos geguckt werden oder dass meine Abos zumindest nicht in den Keller abstürzen. Aber ich habe mit dem heutigen Tag beschlossen, dass es mir egal ist und dass ich 100% zu allem stehen möchte, was in mir vorgeht, dass ich immer 100% ehrlich sein möchte und mich so ein bisschen frei machen möchte von diesem ganzen typisch Deutschen, alles muss berechenbar sein, jeder muss BWL studieren und die Karriere machen und im Einfamilienhaus wohnen und jede Frau muss Kinder kriegen und einen Golden Retriever haben und ein Fiat 500 fahren. Ich hoffe, keiner von euch fühlt sich jetzt angegriffen. Wenn es so ist, you do you. Ich verurteile natürlich niemanden für die Art von Leben, die man sich aussucht. Aber ihr wisst ja, ich bin relativ individuell und ich habe schon die eine oder andere Entscheidung getroffen, die nicht so ganz gesellschaftskonform ist in Deutschland. Immerhin bin ich Influencerin, was ja immer noch halbwegs exotisch ist, auch wenn immer mehr Jüngere das als Karrierewunsch haben. Und wir sind ausgewandert nach Südamerika, ohne vorher besonders viel über das Land zu wissen. Und ohne, dass es unser Traum war. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Lange Rede, kurzer Sinn. Worauf will ich überhaupt hinaus? Ich möchte ein bisschen weiter vorne anfangen in meiner Geschichte, und zwar ungefähr im Jahr 2017, 2018. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, wann es war. Zu dieser Zeit habe ich ja auch schon einige Jahre YouTube gemacht und das war so ein bisschen bevor ich angefangen habe mit Minimalismus. Und damals hatte ich gerade einige Erfolge zu verbuchen. Ich habe meinen Master erfolgreich abgeschlossen, ich habe meinen Traumjob bekommen, ich war verheiratet oder frisch verheiratet oder auf dem Weg zum Heiraten, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich hatte den Hund, den ich immer wollte, ich habe in einer wunderschönen Wohnung gewohnt und trotzdem war ich nicht glücklich und ich habe mich wirklich gefragt, was mit mir los ist. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe alles, was ich mir erträumt habe. Und es ist auch nicht so, als wäre ich wahnsinnig unglücklich gewesen. Aber irgendwie hatte ich einfach in mir immer so eine Art Weltschmerz sitzen. Und das hatte ich vor allen Dingen im Bezug auf die Natur, auf die Klimakrise. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass wir uns nicht vom Fleck bewegen, dass die Menschen die Erde kaputt machen und dass irgendwie nicht so richtig was passiert. Das war auch noch vor Greta Thunberg und so. Inzwischen sind wir ein paar Schritte weiter, aber ich habe mir echt gedacht, ich habe mich so machtlos gefühlt und das hat mich so unglücklich gemacht. Ich wollte so gern was bewegen bei den Menschen hin zu einem besseren Einklang mit der Natur, aber ich habe mich nicht so gefühlt, als könnte ich irgendwas bewegen, vor allen Dingen, weil ich ja selbst war, wie in Anführungszeichen alle anderen auch, mit meinem BWL-Studium, mit meinem Auto in der Garage, mit dem ich jeden Tag zur Arbeit fahre. Und ich musste ja auch irgendwie Geld verdienen, also es gab für mich irgendwie nicht so richtig den Ausweg. Mir hat so ein bisschen der Sinn gefehlt in dem, was ich mache. Ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie man sein Glück findet. Und sicherlich bin ich dadurch auch irgendwo so ein bisschen zum Minimalismus gekommen. Und der Minimalismus hat mir in den letzten Jahren wirklich sehr viel weitergeholfen. Sehr, sehr viel weitergeholfen. Aber neben dem Minimalismus hat in meinem Kopf auch noch eine Veränderung stattgefunden über den Minimalismus hinaus. Und ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die über den Minimalismus hinausgehen und die noch viel tiefer gehen. Und hier sind wir beim Thema, wir sprechen über Spiritualität und es ist so ein bisschen fast ein Schimpfwort in Deutschland, weil wir das so ein bisschen assoziieren mit kiffenden Hippies am Strand, mit Dreadlocks, die irgendwie als Lebenskünstler durch die Welt gehen und nie einen richtigen Job hatten und ihr Studium abgebrochen haben und von dem Geld ihrer reichen Eltern leben und den ganzen Tag philosophieren, aber ohne irgendeinen Wert für die Gesellschaft zu haben.
das ist natürlich ein sehr negatives Bild, was immer so ein bisschen in den Hinterköpfen kursiert. Inzwischen sind wir da Gott sei Dank auch so ein bisschen weiter und es gibt sehr viele Menschen, die sich mit Spiritualität beschäftigen und das Ganze ist so ein bisschen in der Moderne angekommen, in der jüngeren Generation angekommen. Und gerade jetzt mit den aktuellen Ereignissen mit Greta Thunberg und dieser ganzen Entwicklung hin zu einem Bewusstsein, dass wir tatsächlich was ändern müssen zwischen unserer Beziehung mit der Natur und mit der Erde und den zwischenmenschlichen Beziehungen, diese ganze Black Lives Matter Bewegung und all die ganzen Sachen, die in letzter Zeit passieren und auch was die Pandemie ja alles aufgedeckt hat, was schief läuft in unserer Gesellschaft. Und auch, dass der Feminismus immer stärker wird und immer mehr Platz einnimmt in unserer Gesellschaft. Das sind alles sehr positive Entwicklungen. Und parallel auch zu diesen ganzen Entwicklungen habe ich mich weiterentwickelt und ich habe verschiedene Quellen ausfindig gemacht, aus denen ich total viel gelernt habe und habe mich Stück für Stück hin entwickelt zu einer Art spirituellem Erwachen. Alle, die spirituell sind, die werden wahrscheinlich genau wissen, spirituelles Erwachen, alles klar, Haken dran, hatte ich vor so und so vielen Jahren. Als spirituelles Erwachen, jetzt meine persönliche Definition nach meinem persönlichen Erlebnis, ist der Moment, in dem man realisiert, dass da irgendwie noch so ein bisschen mehr ist, dass da noch so eine ganze Welt hinterm Vorhang liegt, die einem normalerweise verborgen bleibt. Und dazu gehören natürlich nicht nur Sachen wie jetzt Drogen zu nehmen und dadurch irgendwelche Erleuchtungen zu bekommen oder irgendwelche neuen Gehirnwege zu verknüpfen, sondern dazu gehört natürlich auch Sachen anzuerkennen, wie die feminine Energie, zu verstehen, was Intuition bedeutet, woher das Intuition überhaupt eine Sache ist, die real ist, die existiert, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Dass es eine ganz innige Beziehung eigentlich gibt zwischen uns und der Natur, die wir im Laufe der Jahrhunderte verloren haben. Dass Sachen wie die Sonnenstellung und der Mond und die Gezeiten und das Wetter, dass das was in uns auslöst, dass es Energien gibt, die einfach heutzutage noch nicht wirklich messbar sind, die aber schon einen Einfluss haben. Und es klingt jetzt alles total spooky, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, aber wenn man sich ein bisschen einliest und ein bisschen offen ist für solche Themen, dann sieht man auf einmal diese ganzen Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn man gelbes Auto spielt. Ich weiß nicht, ob ihr das früher gespielt habt, auf langen Autofahrten, damals gab es ja noch kein Handy. Man war irgendwie beschränkt auf physische Sachen, die man in der Hand hatte als Spielzeug, als Kind. Und dann hat man mit seinen Eltern zum Beispiel gelbes Auto gespielt oder mit seinen Freunden im Schulbus, wenn man nach Hause gefahren ist. Und immer der zuerst ein gelbes Auto gesehen hat, hat gewonnen. Und auf einmal war alles voller gelber Autos. Denn immer das, worauf man sich konzentriert, das rückt in den Vordergrund. Und auf einmal scheint es, als gäbe es die Sache viel häufiger als vorher. Aber es liegt natürlich einfach nur daran, dass wir uns darauf konzentrieren. Und genauso ist es natürlich mit allen möglichen Dingen, die unter das Dach der Spiritualität fallen, was natürlich eine sehr, sehr große Sache ist, weil da fällt super viel drunter. Da fällt Religion zum Beispiel drunter, da fällt Intuition drunter, da fällt eine gewisse Connection mit der Natur drunter. Da fällt drunter Zauberei, Witchcraft, dieses ganze Thema. Aber auch so Sachen wie Philosophie, Zwischenmenschlichkeit, das Gefühl der Verbundenheit mit Menschen, die man aber gerade nicht an der Strippe hat, aber man spürt trotzdem, dass da gerade irgendwas vor sich geht. Also Spiritualität ist ein irre weites Thema und ich habe mich schon mein ganzes Leben immer sehr für Buddhismus interessiert. Das war so ein bisschen der Einstieg. Und den ersten Kontakt, den ich dann hatte mit diesem ganzen Thema, ich muss zugeben, es ist am Anfang sehr schwer, da einen Fuß reinzukriegen, weil sehr viele Medien, die das behandeln, also Podcasts, Bücher, Filme, die verwenden ein gewisses Vokabular, das einem am Anfang noch nicht so geläufig ist und man versteht gar nicht so richtig, worüber die Leute reden und die kommen einem alle so ein bisschen plemplem vor. Aber wenn man irgendwann das Vokabular beherrscht und weiß, worum es eigentlich geht und auch einen Zusammenhang und ein Muster erkennt zwischen all den Sachen, dann kann man solche Medien auch viel besser verstehen. Das erste, was ich gemacht habe, das war Anfang 2019. Ich habe das Buch Siddhartha gelesen und es ist lustig, weil das Buch gehörte eigentlich ursprünglich meinem Onkel, war aber bei meiner Mutter und ich weiß, dass es ursprünglich meinem Onkel gehört hat, weil sein Name vor drin stand. Und zu meinem Onkel habe ich überhaupt gar keinen Kontakt. Außer seinem Namen weiß ich nichts und das letzte Mal habe ich wahrscheinlich ihn vor 10 Jahren oder so getroffen. Insgesamt kann ich wahrscheinlich an 1 oder 2 Händen abzählen, dass ich ihn getroffen hätte in meinem Leben. Aber das Einzige, was ich über ihn weiß, ist, dass er Buddhist ist. Und natürlich, lustigerweise, dieses Buch dann durch Zufall über meine Mutter zu mir gelangt und ich habe es gelesen und ich habe es verschlungen. Es ist ein sehr kleines, schmales, süßes Buch. Es ist
in einem Tag lesbar. Es hat nicht wahnsinnig viele Seiten. Und dieses Buch fand ich so spannend und so toll. Ich habe das heute noch. Ich hatte leider keinen Platz, das mitzunehmen nach Chile, aber ich werde meine Schwiegereltern vielleicht noch fragen, ob sie es mir mitbringen. Oder vielleicht kaufe ich es mir hier nochmal auf Spanisch und lese es nochmal auf Spanisch. Jedenfalls war das mein erster Einstieg. Danach, wie so oft bei mir, habe ich angefangen, YouTube-Videos zu dem Thema zu konsumieren. Und ich muss sagen, in der deutschen YouTube-Welt, ich weiß nicht, ob ich noch nichts gefunden habe, aber so richtig habe ich da keinen Fuß reingekriegt. Ich habe keinen deutschen YouTuber gefunden, der mir so richtig zusagt und der Content macht, von dem ich wirklich was gelernt hätte. Aber ihr wisst ja, dass ich viel von meinen Medien auf Englisch auch konsumiere und habe sehr, sehr viel konsumiert, damals vom YouTube-Kanal von Leor Alexandra, die zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr viel Content gemacht hat über das Manifestieren, was auch unter Spiritualität fällt und was vielleicht ein Konzept ist, was relativ leicht zugänglich ist. Das ist ein Konzept, das kann man relativ leicht verstehen und relativ leicht anwenden. Und das sind ja auch Sachen, die ich angewendet habe. Manifestation ist ja zum Beispiel auch dieses Current Me versus Future Me, ist ja auch ein Instrument, mit dem man manifestieren kann. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, das habe ich letztens erst in einem Vlog wieder neu gemacht mit euch zusammen. Und ich habe halt immer Videos gesucht zu einem Thema, mit dem ich mich gerade beschäftigt hatte. Also ein paar Monate lang war es dann zum Beispiel die Manifestation. Jetzt kürzlich war es eine Zeit lang das Etablieren der weiblichen Energie. Und dann suche ich einfach nach Videos zu diesem Thema in YouTube und schaue mir verschiedene YouTuber an, aber ohne, dass ich mir jetzt von einem YouTuber alle Videos gebe, weil Spiritualität ist halt auch ein sehr weites Feld und man ist nicht unbedingt immer 100% auf einer Wellenlänge mit einer anderen Person in allen Themen. Eben weil es so ein breites Feld ist, gibt es da hunderte von verschiedenen Ansichten. Dann habe ich irgendwann den Podcast von Blue gefunden, den blende ich euch mal kurz hier unten ein, mir ist gerade in dieser Sekunde der Name entfallen, aber auch völliger Zufall, dass ich den gefunden habe, wäre ich nie drauf gekommen, aber eine YouTuberin, die ich schaue, hat einen Vlog gedreht und dann eingeblendet, welchen Podcast sie hört, eben während sie, was weiß ich, Auto gefahren ist oder so. Und aus irgendeinem Grund dachte ich mir so, also der Name des Podcasts ist eigentlich total nichtssagend, aber aus irgendeinem Grund dachte ich mir so, ich glaube, mich interessiert es. Hab den Podcast gesucht, der hat über 200 Folgen und bin ganz runtergegangen zum Anfang, das würde ich euch auch empfehlen, und habe mit der ersten Folge angefangen und ich war hooked. Das war vor ungefähr 1,5 Jahren, also im Frühjahr 2021. Wow, die Zeit vergeht irre schnell. Und ich habe diesen Podcast gesuchtet. Ich habe jetzt, glaube ich, trotzdem erst um die 50 Folgen gehört, weil irgendwann hat es sich in eine Richtung entwickelt, die mich nicht mehr so interessiert hat. Aber gerade diese ersten Folgen, die haben für mich damals genau ins Schwarze getroffen. Anderer Podcast, den ich schon seit Jahren höre, der mich immer super duper inspiriert hat, der aber nur wenige Folgen zur Spiritualität an sich hat, ist Lavender. Kann ich euch auch mal hier hinschreiben und auch in die Infobox. Und jetzt mit dem Kindle bin ich irgendwie auf das Buch, nein, nicht irgendwie, das Buch Rise Sister Rise wurde im Podcast von Blue empfohlen und in den allerhöchsten Tönen gelobt und sie hat ab und zu mal Zitate daraus vorgelesen. Die Zitate, die ich da gehört habe, haben mich sofort überzeugt. Ich habe dann das Buch auf dem Kindle hier gekauft und ich habe es verschlungen. Rise Sister Rise ist immer noch meiner Meinung nach das beste Buch, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Aber natürlich nur unter der Voraussetzung, dass ich jetzt offen bin für Spiritualität und diese ganzen Themen. Wenn man mir dieses Buch vor 3, 4, 5, 6 Jahren gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch gut gefunden. Aber ich hätte es nicht so gut verstanden und auch nicht so gut anwenden können. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, bin ich in meinem Kindle irgendwie in diesen Werbealgorithmus reingekommen, zu Büchern zu diesem Thema. Das heißt, mir werden jetzt immer Bücher zu diesem Thema vorgeschlagen und relevante Bücher. Dann habe ich Witch gelesen, ebenfalls wahnsinnig gutes Buch, würde ich allerdings nur empfehlen, wenn man sich hingezogen fühlt zu dieser ganzen Hexenthematik. Als nächstes habe ich, glaube ich, gelesen You Are a Goddess und so weiter und so weiter. Also ich habe ultra viele Bücher gelesen seitdem in den letzten Monaten. Und das hat mir nochmal so den letzten Kick gegeben, weil ich jetzt genau Medien, also Bücher habe, die genau den Stand abdecken oder mich genau weiterbilden auf dem Spiritualitätsstand sozusagen, auf dem ich heute bin. Und für mich das Wichtigste bei Spiritualität oder wenn man damit anfängt und sich dafür interessiert, ist, dass man eben Medien findet, die einen genau da abholen, wo man gerade ist, weil man sonst echt das Gefühl hat, das ist alles ein bisschen strange. So, warum erzähle ich euch jetzt das Ganze? Erstens,
Ich habe einfach gelernt, dass ich mehr für mich einstehen möchte, 100% zu dem stehen möchte, was ich bin, was ich fühle und keine Sachen verheimlichen möchte vor der Außenwelt, nur weil ich vielleicht das Gefühl habe, dass es nicht gut ankommen könnte. Und natürlich ist es in Anführungszeichen ein Risiko, dass dieses Thema jetzt einige von meinen Zuschauern, also einige von euch abschreckt und dann sagt, okay, also jetzt ist sie endgültig durchgedreht, geht nach Chile und erzählt mir hier was über Hexen, deabonnieren, aber dann ist es so. Und ich habe einfach gelernt, dass ich keine Angst davor haben brauche. Es gibt dann vielleicht andere Menschen, die auf der anderen Seite viel mehr mit mir auf einer Wellenlänge sind. Denn man entwickelt sich sein ganzes Leben lang weiter und die Interessen entwickeln sich auch immer weiter. Ich habe angefangen mit YouTube-Videos über Make-up zum Beispiel und ich weiß nicht, ob noch jemand von euch dabei ist aus dieser Zeit, aber seitdem hat sich ja so viel verändert. Und ich möchte einfach keinen Teil, der inzwischen ein großer und wichtiger Teil meines Lebens ist, auf diesem Kanal verheimlichen, weil auf diesem Kanal ging es immer um die Gesamtheit meines Lebens. Und ich glaube, dass ihr mich und meine Handlung auch viel besser verstehen und nachvollziehen könnt, wenn ihr versteht, von welchem Hintergrund das kommt oder von welcher Warte aus ich das betrachte, mit welcher Motivation ich Sachen angehe. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Kanal ein 100% Spiritualitätschannel wird, auf keinen Fall, aber es heißt, dass ich dieses Thema nicht mehr bewusst ausklammern möchte, was ich in den letzten Monaten gemacht habe. Und ich habe es spezifisch gemacht, weil ich hatte ja angefangen, genau, Shadowwork war auch mal vor ungefähr einem Jahr ein großes Thema und ich habe einige Videos über Shadowwork hier auf meinem Kanal gemacht und habe einige Kommentare darunter bekommen, dass Spiritualität so gar nicht das Thema ist, was in Anführungszeichen euch interessiert, wobei das natürlich nur Einzelpersonen waren, die das geschrieben haben. Was natürlich völlig legitim ist und ich verlange auch von keinem von euch, dass er jedes meiner Videos immer anschaut. Das wäre natürlich auch total utopisch, gerade wenn ich Videos über so viele verschiedene breite Themen mache. Über Mode, über Nachhaltigkeit, über Minimalismus, über Auswandern, jetzt wieder ein bisschen mehr über Food, dann über einen Hund, über Kulturunterschiede zwischen Chile und Deutschland. Jetzt auch über Spiritualität. Es wäre ja völlig wahnsinnig anzunehmen, dass es Leute von euch gibt, die sich einfach für alle diese Themen interessieren. Ich möchte natürlich jeden von euch herzlich einladen, sich das anzuhören und sich ein bisschen zu öffnen dem Thema gegenüber und die alten Vorurteile abzuwerfen, die man gegenüber dem Thema Spiritualität hat. Aber ich kann natürlich auch völlig verstehen, wenn ihr sagt, nee, das ist gar nichts für mich und damit will ich nichts zu tun haben, so ungefähr, weil so ging es mir vor 10 Jahren auch. Unterm Strich möchte ich euch also mitteilen, dass das sozusagen meine Geschichte von der Vergangenheit bis heute in der Spiritualität ist und dass ich euch in der Zukunft auch gerne mitnehmen möchte. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, wer von euch hatte schon mal so ein bisschen Kontakt mit Spiritualität? Sind eure Eltern oder Großeltern vielleicht spirituell? Was versteht ihr da überhaupt drunter? Was habt ihr für Vorurteile? Was habt ihr für Ängste? Habt ihr vielleicht irgendwelche Fragen zu dem Thema? Und dann hoffe ich, dass wir uns da in Zukunft auch ein bisschen mehr drüber unterhalten können. Wow, jetzt habe ich super viel geredet, deswegen mache ich jetzt mal Schluss an dieser Stelle. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen fantastischen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!